Hallo, herzlich willkommen zu einem anderen deutschen Video. Vorhin habe ich ein Video auf Englisch aufgenommen. Ich habe über mein halbjähriges Bilanz gesprochen. Und vielleicht ihr habt schon bemerkt, also meine Nase ist ganz verstopft und meine Stimme ist ein bisschen komisch. Und das finde ich jetzt so nervig. Draußen ist es so sonnig, das Wetter ist wunderschön und ich bin aber leider erkältet. Und ich möchte jetzt so eine Suppe für mich kochen. Und ich habe gedacht, ich mache ein Video damit. Das wird so ein bisschen wie Vlog. So, ich werde euch zeigen, wie ich sehr praktisch eine Tomatensuppe koche. Und das wird nicht wie diese fertig, schnell kochen, diese in kleine Packung, wo man mit 1 Liter Wasser einfach so eine Mischung kochen kann, sondern das wird eine echte Tomatensuppe, aber mit praktischen Tipps. So, lass uns anfangen. Also ich bin kein Koch, ich möchte nur einfach so eine Suppe kochen und ein bisschen damit Spaß haben. Und ihr könnt dann auch sagen, ob ihr andere praktische Tipps habt. So, ich koche nicht immer so gerne und ich liebe immer so schnell praktische Rezepte zu machen. So, jetzt gehen wir in die Küche. Okay, wir fangen an. Zuerst brauche ich einen Topf. Okay, fix gebrochen. Ich habe den Topf gefunden. Brauche ich zuerst ein bisschen Butter und Mehl. Okay, ich habe keinen Butter, muss einkaufen gehen. Dann benutze ich Sonnenblumenöl. Und ich brauche ein bisschen Mehl. Also das wird so der Basis für die Suppe. Das ist so, das fühlt sich ein bisschen so cremiger. Das wird nicht so wässrig sein. Und als ich das vorbereite, möchte ich auch etwas Wasser kochen. Damit es dann schneller, es kann schneller kochen, die Suppe. Ja, es läuft. Und ich brauche Tomatenmark. Es gibt so einen intensiven Geschmack. So. Die Suppe wird voller Umami. Okay, ich habe erst gewartet, bis das Wasser gekocht würde. Sonst die Tonqualität war schrecklich. Also ich mache ein bisschen Sonnenblumenöl und ich muss sagen, ich mache alles so Augenmaß. Also normalerweise mache ich so eher mit Butter und ein bisschen Sonnenblumenölmischung. Geschmacklich finde ich besser. Aber ich kann es auch jetzt sowieso nicht so schmecken. Also macht keinen Unterschied eigentlich. Mein Nase ist verstopft. Ich mache mein Herd an. Ich brauche einen Löffel. Und ich mache wieder so nach Augenmaß ein bisschen so Mehl drin. Und das werde ich dann mischen und ein bisschen so braten. So, noch mehr. Also jetzt keine Ahnung, wie viel Milligramm, ich kann leider nicht sagen. Vielleicht 50, kann es sein. Und ich mische das weiter. Und dann, ich mache so Tomatenmark drin. Diese Tübe finde ich so praktisch, das einfach kann man so drücken. In der Türkei, die sind eher so in normale Dosen oder so in Glas und dann man muss mit Löffel rausholen. Und dann hier, ich kann einfach so drücken. Ich denke, das reicht. Gut, das mische ich dann wieder weiter. Ich habe jetzt so eine Orange, Tomatenmark, Mehl und Ölmischung.
Und vorhin, als ich die Suppe zuerst so gemacht habe, habe ich so echte Tomaten benutzt. Ich habe dann selbst so gereibt, so passiert und dann in die Suppe reingemacht. Das kostet viel Zeit. Und auch am Ende, wenn die Tomaten nicht so süß sind und weil sie sauer sind, dann die Suppe schmeckt nicht so gut. Und dann hier habe ich die passierte Tomaten entdeckt. Sie sind so super praktisch. Ich werde jetzt die ganze Packung in den Topf reinmachen und dann einfach ein bisschen so gekochte Wasser reinmachen. Und lasse ich das, bis es so kocht. Ich mache ein bisschen Gewürze drin und dann fertig. Super, oder? Ganz praktisch. Jetzt schneiden wir ab. So, die Tomaten sind drin. Hier kann ich der Maß sagen, das ist 500 Gramm passierte Tomaten. Dieses Mal kein Augenmaß. So, fertig. Und wieder mischen, mischen, mischen. Also im Moment, es sieht so aus. Das sieht jetzt wie ein Püree. Das ist jetzt nicht wirklich wie eine Suppe. Deswegen brauchen wir Wasser. So, ich drücke ganz gut, dass es so keine so Klumpen von Mehl gibt. Also keine so Mehlbällchen, dass ich da gut mischen muss. Ich muss ganz gut so mischen oder rühren. Okay, also meine Mischung ist fertig. Ich mache jetzt das gekochtes Wasser rein. Also meine Oma sagt immer, dass man darf kein kaltes Wasser in so gekochtes Mischung oder so Essen reinmachen. Deswegen vorher muss man immer so das Wasser gut warm machen. So. Das Wasser mache ich so Stück für Stück rein, dass es wieder Augenmaß. Wenn ich das Gefühl habe, das sieht nicht so aus wie eine Püree, dann lasse ich das einfach im Topf kochen. Das ist immer noch so wie ein Püree. Noch ein bisschen rein. Und wenn man plötzlich viel Wasser so reinmacht, ist es schwer so gut zu mischen. Und so kann man das besser einschätzen, ob es genug ist oder nicht. Noch ein bisschen rein. Ja. Ich denke, das ist jetzt flüssig genug im Moment. Das ist jetzt viel flüssiger als vorhin. Ja, jetzt lassen wir einfach auf dem Herd so kochen. Ja, und jetzt bis dahin ein bisschen aufräumen. So ab und zu rühre ich weiter. Sonst kann es so im Topf so geklebt sein, geklebt werden. Und das möchte ich nicht. Und jetzt dazwischen mache ich etwas Salz und Gewürz. Also als Gewürz eigentlich benutze ich nur schwarze Pfeffer. Eine Prise Salz, ein bisschen schwarzer Pfeffer. Ich glaube, das braucht nicht so viele Gewürze. Das Geschmack von Tomaten ist schon sehr intensiv. Okay, dann lasse ich wieder weiter kochen. Okay, es ist jetzt gekocht. Ich mache den Herd aus. Und ich mag es zu essen gerne mit Käse. Und sie verkaufen auch im Supermarkt so Reibekäse.
einfach in den Schüssel so reinschütteln und dann ein bisschen Käse drauf machen und das ist dann lecker. Die Suppe ist fertig und es sieht also so aus, also kann man sehen. So, nein, kann man nicht sehen. Einfach so. Ja. Und jetzt muss ich das essen und ich muss mich erholen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.